Das einfache Einlegen der Artikel fällt weg und die Mitarbeiter können sich in der Zeit eben auf was anderes konzentrieren. Mein Name ist Mike Hoppe. Ich bin hier am Standort der Betriebsleiter der Gruppert Wäschedienst GmbH und wir bearbeiten 3,5 Tonnen pro Stunde Hotel- und Gastronomiewäsche. Unsere Wäsche ist reine Hotelwäsche. Wir haben normale Bettbezüge, Kissenbezüge, Laken. Dazu passen natürlich die Frottee-Ware vom Vorleger, Handtuch, Duschtuch, auch Bademäntel und Seiflappen. Und für die Gastronomie haben wir größtenteils Tischwäsche im Einsatz in allen Größen und Farben, die man sich vorstellen kann. Wir haben nur unseren Eigentum im Einsatz, aber bearbeiten sowohl aus dem Pool als auch kundenbezogen die Wäsche. Der Anteil der Frottee-Ware ist ca. 35% bei uns. Das schwankt je nach Saison und der Rest ist dann Flachwäsche. Der Trend der Frottee-Wäsche wird immer größer. Also wir haben immer mehr Frottee-Anteil, aber das hängt, wie gesagt, saisonal davon ab. Auf der Trockenwäsche-Faltanlage bearbeiten wir überwiegend Poolware. Da ist pro Posten sind 65 Kilo. Und der Standardinhalt sind Seiftücher, Vorleger, Handtücher, Duschtücher. Idealerweise sortieren wir auf der Unreinseite die komplette Wäsche vor und im besten Fall müssen nur die Bademäntel aussortiert werden. Der Rest der Frottee-Ware fährt dann vollautomatisiert über die Waschstraße, Presse, Trockner, dann wieder über eine Sackanlage Richtung Frottee-Abteilung. Dort dann vollautomatisiert weiter über die RFTs und die Faltmaschinen zum Personal. Also im besten Fall fassen wir die Artikel vom Sortieren auf der Unreinseite bis hin zum Absortieren der Stapel nicht mehr an. Der große Vorteil von den RFTs ist natürlich, dass man theoretisch rund um die Uhr produzieren könnte, nur mit einer Person, die die Ware abnimmt. Der technische Aufwand ist natürlich etwas größer, den darf man gar nicht außer Acht lassen. Aber dennoch überwiegen dann die Vorteile, dass man etwas freier wird in den Produktionszeiten, ohne das Personal zu strapazieren. Der RFT hat natürlich den großen Vorteil, dass er nie krank wird und keinen Urlaub braucht und sich auch nicht beschwert, wenn er mal Überstunden machen muss. Der arbeitet es einfach ab. Die durchschnittliche Leistung liegt aktuell bei 700 bis 750 Teile pro Stunde. Bei den 750 Teilen sind es die 3 Artikel, die 3 Standardartikel, Vorleger, Handtücher, Duschtücher. Dann schafft er das ohne Probleme. Wenn wir es sortenrein an der Anlage haben, also rein Handtücher oder rein Duschtücher, dann kommen wir auch über die 850 Teile. Natürlich kann man durch sortenreine Artikel die Produktivität pro Stunde steigern. Aber dafür brauche ich ja dann wieder Manpower, die dann wieder auch dafür Zeit braucht. Also in meinen Augen gibt es kein Mehrgewinn dadurch, wenn ich das sortenrein zur Maschine bringe. Falsch sortierte Teile, die werden vom RFT im besten Fall erkannt und werden auch aussortiert. Das kann 2, 3 Züge dauern, aber in der Regel schafft er es, die Bademäntel oder auch mal einen Kopfkissenbezug aus dem Prozess rauszunehmen. Der RFT hat durch seine verschiedenen Arbeitsprozesse im RFT selber immer die Möglichkeit, sofort das nächste Teil nachzureichen und dann ist es nicht dramatisch, wenn da mal ein Teil falsch ist und wieder zur Seite gelegt wird. Das einfache Einlegen der Artikel fällt weg und die Mitarbeiter können sich in der Zeit eben auf was anderes konzentrieren. In der Wäscherei gibt es genügend Arbeitsstellen, kommt es jetzt nicht auf den einzelnen Posten an der Faltmaschine an. Ich finde, dass die Digitalisierung und die Robotik in der Wäscherei nicht nur ein Zukunftsthema ist, wir sind eigentlich schon mittendrin. Wir sind im Wandel drin, die Digitalisierung, die nimmt immer weiter zu und wir müssen auch, oder wir sind eigentlich dazu gezwungen, dem Ganzen nachzukommen und nachzuziehen. Das Thema Robotik alleine sehe ich als sehr wichtig für die Wäschereibranche. Die Personalfindung wird nicht einfacher, das ist uns allen klar. Und da macht es natürlich nur Sinn, das Ganze durch Robotik zu ersetzen und die Arbeitsprozesse auch zu vereinfachen. Also es ist ja nicht nur das Personal zu finden, sondern das Personal muss natürlich auch mit der Wäsche arbeiten und an der Mangel stehen und nasse Laken einzuklammern. Das ist eine Arbeit, die wird in Zukunft keiner mehr machen wollen. Und da ist die Robotik einfach der logische Schritt.